guten Tag. Also, im letzten Beitrag habe ich mich ja mit, dem Leiter von der WBS Sprachenschule in Vietnam unterhalten, der uns, seine Erfahrungen in Deutschland und am Studienkolleg mitgeteilt hat und der uns auch gesagt hat, welche Lernstrategien er hatte, um flüssig und akzentfrei Deutsch zu sprechen. Und, im Studienkolleg ist es ja so, dass Deutsch den größten Teil einnimmt als Sprache. Das ist ja auch klar, weil die Kollegiatinnen und Kollegiaten sollen ja später an der Universität dann auch, ähm, Vorlesungen und, Seminaren Deutsch folgen können und dann auch, ähm, ja, Referate halten in Deutsch und, Seminararbeiten und auch Tests schreiben. Und, deswegen ist das ja schon ganz wichtig. Heute in unserem Blog begrüße ich, Claudia Junge, eine sehr erfahrene Deutschlehrerin, die seit Langem im Bereich Deutsch als Fremdsprache und Integrationskursen tätig ist. Und, sie hat ja auch schon viele Erfahrungen im virtuellen Unterricht sammeln können. Und heute unterhalte ich mich mit ihr über, die Sprachvermittlung und den Unterricht. Wie ich in der Schule gelernt habe, gab es Zeiten, also vor allem im 19. Jahrhundert, in der Deutsch eine der beliebtesten und meistgelerntesten Fremdsprachen, weltweit war und galt als Bildungssprache, ja, als Sprache der Dichter und Denker. Heute sind das ja eher Englisch, Französisch oder Spanisch, die als so am meisten gelernt werden. Und weiß ich nicht, vielleicht liegt das ja auch am Image, dass es Deutsch als Sprache hat. Was sind deiner Meinung nach, Claudia, die meisten die größten Vorurteile gegenüber dem Deutschen? Ja, die größten Vorurteile sind natürlich, dass Deutsch als schwierige Sprache gilt. Ganz klar. Ne? Wenn man mit dem Deutschen beginnt, wenn man beginnt, Deutsch zu lernen, dann sagen alle eigentlich immer, das ist eine schwierige Sprache. Und warum gilt Deutsch als so schwierige Sprache? Was macht das schwierig für die Lernenden? Also ich glaube, dass das in erster Linie daran liegt, dass wir 3 Artikel haben, der, die, das und Maskulin, Feminin, Neutrum und dass eben im Deutschen auch viele grammatikalischen Dinge vom Artikel abhängen. Zum Beispiel einfach, wenn wir die 3 Artikel nehmen, es hängt davon ab, also ich muss gucken, wenn mein Nomen maskulin, feminin oder neutral ist, der, die oder das, wie sieht da der Akkusativ aus? Wie sieht da der Dativ aus? Wie sieht da der Genitiv aus? Ich muss gucken, wie gestalte ich mit diesen verschiedenen Artikeln auch die Adjektivendungen zum Beispiel. Also das ist alles voneinander abhängig und ich glaube, das macht es schwer, ja, für alle. Wovor haben die meisten Deutschlernenden Angst oder am meisten Angst, wenn sie sich überlegen, Deutsch zu lernen? Also wenn sie erfahren, wie die Sprache aussieht. Was hast du da gehört? Also ich glaube, das ist genau tatsächlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Es ist, die meisten haben Angst davor, dass eben wir diese verschiedenen Artikel haben und dass eben alles aufeinander aufbaut. Also wenn ich die Artikel im Deutschen nicht kenne, wenn ich nicht weiß, es ist der Stuhl, wenn ich nicht weiß, es ist die Lampe und wenn ich nicht weiß, es ist das Handy, dann kann ich auch entsprechend eben nicht den Akkusativ, Dativ oder Genitiv bilden. Dann habe ich eine, vielleicht kann ich dann nicht die Adjektivendungen korrekt bilden. Also das, glaube ich, macht den Deutschlernenden schon am meisten Angst auch, ja. Verstehe.
Und was gibt es darüber hinaus noch für Herausforderungen für Deutschlernende? Was sagen zum Beispiel deine Lernenden? Was ist für sie besonders schwer? Also jetzt aktuell ist es so, dadurch, dass ich überwiegend im Integrationskurs tätig bin, die haben ja innerhalb einer bestimmten Zeit bestimmte Dinge zu lernen, damit sie am Ende dann die B1-Prüfung schaffen können. Und es ist tatsächlich so, dass sie ja für einen bestimmten Lerninhalt nur 100 Unterrichtseinheiten Zeit haben. Und bis zu dieser großen B1-Prüfung, bis zum Deutschtest für Zuwanderer, gibt es eben 600 Unterrichtseinheiten, die sie absolvieren müssen. Und das Problem bei den meisten ist eigentlich, es ist ja nicht so, dass der Deutschkurs das Einzige ist, was sie jetzt gerade hier im Moment machen müssen. Und es ist einfach so, entweder haben sie Familie und sie müssen sich zum Beispiel um die Kinder kümmern. Dann ist es so, viele arbeiten. Das heißt, sie müssen Arbeit und Deutschkurs zusammenbringen. Wenn Sie Arbeiten und Familie haben, müssen Sie halt alles drei zusammenbringen. Und das ist nicht einfach. Das ist einfach richtig schwer, das alles unter einen Hut zu bringen. Und das kann ich gut nachvollziehen, dass das nicht für jeden innerhalb von 6 Monaten machbar ist. Ja, das hatte ja auch Wenn berichtet, dass er ja neben dem Deutsch im Studienkolleg noch die anderen Fächer wie Physik und Chemie und Informatik und so lernen musste und dass das schon eine große Herausforderung war. Also, wenn ich jetzt mich an meinen eigenen Lernprozess erinnere, also jetzt Fremdsprachen wie zum Beispiel Chinesisch, da habe ich ja gemerkt, dass ich immer mal so Phasen hatte, in denen ich das besonders schwierig fand. Also, es war nicht, dass es am Anfang einfach sehr schwierig war und dann immer einfacher wurde, sondern es gab immer wieder dieses Auf und Ab, dass ich an neue Herausforderungen gestoßen bin. Wie ist das im Deutschen? Was ist deine Meinung, was ist die schwierigste Phase im Deutschlernprozess? Die schwierigste Phase im Moment ist eventuell, ähm, dass dieser Sprung gemacht wird, wenn ich die unterschiedlichen Artikel habe, dass ich dann vielleicht den Sprung von den Artikeln zum Akkusativ und Dativ mache. Also dass ich das dann tatsächlich transportieren kann. Ich glaube, das ist Hm. im Moment das Schwierigste eigentlich. Also sozusagen der Übergang vom Nominativ auf die anderen Fälle. Ja. Ja. Ah ja. Gibt es bestimmte Herausforderungen, die Lernende aus bestimmten Erdteilen haben und andere nicht? Also die aus bestimmten Ausgangssprachen kommen und gibt es da Unterschiede? Also es gibt sicherlich Unterschiede. Also zum einen natürlich, wenn die Teilnehmer in ihren eigenen Sprachen die verschiedenen Fälle haben, dann können sie das eher transportieren, klar. Aber ganz schwierig ist auch immer die Phonetik, logisch. Und da haben es die asiatischen Sprachen sicherlich schwerer als zum Beispiel osteuropäische Sprachen. Also weil sie einfach die Laute besser bilden können als die asiatischen Sprachen. Aber schwierig auch, wenn wir jetzt weiter in den Westen gehen, wenn wir vielleicht in die USA gehen, wenn ich
amerikanisches Englisch spreche, ist es auch nicht immer so einfach, da im Deutschen klar und deutlich meine Laute zu formulieren, weil ich eben dann auch gewohnt bin, diese Buchstaben, die ich ja kenne, aber in meiner Sprache zu artikulieren. Und da bin ich eben auch dann schnell dabei, dass ich es eben nicht typisch deutsch mache. Verstehe. Also mein Eindruck war häufig, dass Lerner von distanten Sprachen, also die sehr anders sind, also dann doch besser sprechen fast in der Phonetik, weil sie halt eben sozusagen keine Vorprägung haben, was zum Beispiel die Buchstaben angeht. Also zum Beispiel im Chinesischen, weil die ja zwar, okay, sie haben die Buchstaben kennen sie, aber sind ja eher an Zeichen gewohnt und haben deswegen nicht so eine feste Prägung. Es mag sein, dass da vielleicht einzelne Laute besser sind, aber insgesamt die Betonung ist da dann vielleicht doch schon ein bisschen schwieriger auch. Verstehe. Also einzelne Laute, okay, ja, das mag sein, aber wenn ich einen kompletten Satz spreche, dann ist es ja auch wichtig, dass ich auf bestimmte Satzteile die richtige Intonation lege und da würde ich das jetzt nicht unbedingt behaupten. Mhm. Gibt es denn Möglichkeiten, das Deutschlernen vorzubereiten, bevor man anfängt? Was würdest du sagen? Also für die Leute, die wissen, dass sie lernen wollen und denken, wie könnten sie sich denn vorbereiten? Ich würde sagen, singen. Singen. Das ist eine Singen, gute Idee. Singen ist immer gut. Am besten Kinderlieder laut singen. Und dann könnte man das tatsächlich gut trainieren. Kleine, kurze Kinderlieder laut mitschmettern. Das klingt interessant. Halte ich für eine ganz gute Idee, zumindest die Aussprache gut zu trainieren. Ja. Welche Strategien würdest du vorschlagen für die Lernenden, wenn sie nicht im Unterricht sind, also nach Unterrichtsschluss? Auf jeden Fall nochmal die phonetischen Übungen, die es gibt, allein zu hören, allein mitzusprechen und das Ganze möglichst oft zu trainieren. Also nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, sondern ganz, 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 ganz oft. Immer und immer und immer wieder. Ja. Verstehe. Also die angebotenen Übungen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch in der Freizeit bin, natürlich kann man sich mit Muttersprachlern treffen, das ist natürlich immer gut, aber wenn ich jetzt diese Möglichkeit nicht so direkt habe, was gibt es da? Also hältst du Filme schauen für gut? Filme schauen ist sicherlich auch okay. Bevor ich zum Filmeschauen raten würde, würde ich aber immer noch dazu raten, zu singen. Die phonetischen Übungen zu machen und tatsächlich so Kinderlieder zu singen, weil man da tatsächlich oder gerne auch Schlager mitsingen, irgendwelche bekannten deutschen Schlager, die es gerade gibt, egal ob das jetzt, was weiß ich, Helene Fischer oder Roland Kaiser ist, total egal. Wichtig wäre, dass es deutschsprachige Lieder sind, dass es eine Melodie ist, die man gut nachvollziehen kann und dass man den Text auch gut hören kann.
gut verstehen kann und gut mitsingen kann. Also das wäre, glaube ich, für mich jetzt eher das Wichtigste, ja. Also das ist ein Tipp, den ich sehr interessant finde, den ich so noch nicht gehört hatte. Also natürlich, ich weiß auch im Chinesischen habe ich das auch mal gemacht, also als ich Deutschlehrer in China war und dann deutsche Lieder vorgespielt habe. Und Schnappi, das kleine Krokodil, war der beliebteste Song Das unter den kann ich mir Lernenden, vorstellen, ja. Mhm. ähm, weil es auch eine sehr eingängige Melodie Mhm. war. Und jetzt verstehe ich auch, was du damit meinst. Ja. Ähm, ja, Und also das geht bei Schlagern eben gut, ne? Dass man die Melodie relativ gut mitgehen kann und da dann auch den Text gut verstehen kann. ja, also jetzt haben wir ja viel von dir gehört, was so deine Vorschläge sind für die Lernenden und was es Herausforderungen gibt. Aber wie ist es mit dir? Ähm, Wie sind deine Erfahrungen als Lehrkraft? Also so mein Eindruck war, dass sich ja doch schon auch das Sprachenlehren über die Jahre doch schon verändert hat. Ähm, wie, also was für Veränderungen gab es, seit du angefangen hast, Deutsch zu lernen oder die erste Zeit sozusagen zwischen der ersten Zeit, in der du das ja auch gelernt hast, was es bedeutet, Deutsch zu lehren und heute? Mhm. Also das, was mir spontan jetzt einfällt, was sich am meisten verändert hat, ist, ganz am Anfang meiner Zeit war es ganz, ganz wichtig, dass man neue Wörter in möglichst 1, 2, 3, vielleicht auch 4 verschiedenen Varianten auf Deutsch erklärt hat, sodass die Lernenden mehrere Möglichkeiten hatten, mehrere Möglichkeiten hatten, das neue Wort auch zu verstehen. Das hat sich im Laufe der Zeit tatsächlich verändert, weil man schnell, also als ich angefangen habe, sind die Teilnehmer noch mit Wörterbuch in die Schule gekommen, manchmal ziemlich dick. Und das war, ja, glaube ich, auch für manche gar nicht so einfach, die Bücher immer mitzunehmen. Aber das hat sich im Laufe der Zeit tatsächlich verändert. Es ging plötzlich los, dass die Leute angefangen haben, im Handy, im Tablet nachzuschauen. Neues Wort, schnell mal nachschlagen. Was bedeutet denn das? Und da war es am Anfang auch tatsächlich so, dass man vielleicht noch, wenn man Glück hatte, die richtige Übersetzung in der Muttersprache bekommen hat, aber mit Sicherheit ohne den richtigen Artikel, ohne die Varianten im Akkusativ, Dativ, Genitiv oder im Plural, was man ja in den Wörterbüchern immer hatte. Also das war in der Übergangsphase ziemlich schwierig. Inzwischen gibt es da ja relativ viele gute Wörterbücher, wo klar ist, wie sieht der Plural aus, was ist der Artikel, wie sieht es im Akkusativ, Dativ, Genitiv aus. Also das kann man im Moment, glaube ich, auch in den digitalen Wörterbüchern ganz gut erkennen. Aber das war tatsächlich in der Übergangsphase sehr, sehr schwierig. Und da haben wir viel gekämpft als Lerner und viel gekämpft als Lehrer, dass wir da gegenseitig uns, ja, wie soll ich sagen, informieren konnten, uns supporten konnten. Ähm, Was ist jetzt der neueste Stand der Dinge und was ist zu empfehlen und was geht gar nicht? Also, was ich immer wieder höre, ist, dass im Fremdsprachenunterricht das Sprechen recht kurz kommt. Also, dass die Sprechzeit der einzelnen Lernenden doch recht kurz ist. Hat sich das verändert? Also
Ich glaube, das hat sich nicht verändert. Ich glaube, das ist immer noch so, dass es relativ kurz ist im Vergleich zu dem, also was weiß ich, wenn wir jetzt 3 Stunden, 3 Zeitstunden Unterricht haben, dass die Zeit, in der alle Lernenden zu Wort kommen, dass die immer noch relativ kurz ist im Vergleich zu 3 Zeitstunden. Ich kann nur sagen, ich bemühe mich, es möglichst auszudehnen, möglichst die Teilnehmer in die Arbeitsgruppen zu schicken und dass sie da möglichst viele Dialoge, zunächst analog vorgegebenen Dialogen und dann auch frei zu diesen Dialogen sprechen können. Und ich freue mich auch immer, wenn die Teilnehmer dann weggehen vom Thema des vorgegebenen Dialogs und auch gerne meinetwegen in private Dialoge gehen. Hauptsache, sie sprechen. Das ist ja das Ziel des Ganzen. Entschuldigung. Also ist wahrscheinlich in der Realität doch die meiste Sprechübung dann im Alltag außerhalb des Deutschkurses. Naja, das ist zumindest wünschenswert. Aber ich weiß nicht, ob es die Realität ist, dass es außerhalb des Deutschkurses ist. Denn was ich auch von den Teilnehmern höre, ist, die meisten Teilnehmer wohnen jetzt nicht in der Stadt, sondern irgendwo auf dem Land. Und wenn sie irgendwo in Kontakt mit Deutschen kommen, dann ist das in der Kita, im Kindergarten, in den Grundschulen, vielleicht noch, wenn sie irgendwo ins Rathaus müssen und da einen Kontakt haben. Wenn sie Glück haben, dann müssen sie auch in irgendwelchen Lebensmittelgeschäften mal etwas sagen. Meistens kann man das ja einfach nur in den Warenkorb packen und dann an der Kasse bezahlen. Da braucht man auch nicht viel, nicht viele Sprachkenntnisse. Also, wenn Sie in Kontakt kommen, Deutsch zu sprechen, würde ich sagen, Kita, Kindergarten, Schule, Arztbesuche sind auch noch wichtige Punkte. Über die Jahre hinweg, welche Strategien hast du dir erarbeitet für dich selber in der Deutschvermittlung? Was hast du herausgefunden? Was funktioniert gut? Was funktioniert weniger gut? Also gut ist immer, die Lernenden dort abzuholen, wo sie gerade sind. Und damit meine ich dann schon auf ihre höchstpersönliche Situation auch einzugehen. Und zwar oft einfach mit Beispielen. Wenn ich Beispiele, wir haben jetzt heute bei Adjektiven den Komparativ und Superlativ genommen, gelernt, und wenn ich da dann versuche, die Teilnehmer da abzuholen, wo sie gerade sind, im Sinne von in der Lebenswelt, in ihrer eigenen Lebenswelt. Genau, in ihrer eigenen Lebenswelt. Und zwar, was weiß ich, wenn ich jetzt eine Mutter von 3 Kindern im Kurs habe, dass ich weiß, sie hat 3 Kinder und natürlich haben diese 3 Kinder ein unterschiedliches Alter. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel beim Komparativ und Superlativ, wenn ich weiß, dass, also wie heißt der jüngste Sohn, wie heißt die mittlere Tochter und wie heißt die älteste Tochter, dass ich das dann anbringen kann, dass ich sagen, er ist jung,
oder sie ist jung und sie ist jünger und er ist am jüngsten, dass ich diese Formulierung dann einfach anbringen kann. Also das, glaube ich, ist für mich als Lehrende immer ganz wichtig, dass ich da die Teilnehmer ein bisschen abholen kann. Meinst du, gibt es den perfekten Deutschlerner? Also wie sieht deiner Meinung nach, das ist ja eine ketzerische Frage, aber wie sieht deiner Meinung nach der perfekte Deutschlerner aus? Ja, der perfekte Deutschlerner sieht vielleicht genauso gut aus wie der perfekte Deutschlehrer. Den gibt es nicht. Ich glaube, da muss man sich annähern. Also der Lehrende wie der Lernende, man muss gucken, wo bin ich, wo will ich hin und welche Möglichkeiten habe ich. Und beim Lehrer ist es letztlich genauso. Wer bin ich? Was will ich von meinen Teilnehmenden und wie komme ich dahin? Also das sind so die Dinge, wo ich immer drauf achten muss. Okay, und was ist dein Resümee als Deutschlehrerin? Ja, also es macht mir einfach Spaß und ich würde es auch gerne noch, solange ich berufstätig bin, weitermachen, weil ja, es ist einfach, also der Beruf, der mir Freude bereitet und ich kann mir auch das in keinem anderen Beruf netter vorstellen und abwechslungsreicher vorstellen wie in dem. Ja, also da bin ich mit Leib und Seele dabei. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, denke ich. Ja, also vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr interessant. Du hast sehr schöne Einblicke uns gewährt und dann wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin für deinen Deutschunterricht und ich weiß ja, dass deine Deutschlernenden sehr, sehr zufrieden sind und auch sehr gut mitmachen. Und damit möchte ich dich dann verabschieden und vielleicht können wir ja dich noch mal zum anderen Thema Ja, äh, gerne. äh, zu uns begrüßen. Ja, liebend gern. Danke. Ja, dann Okay, vielen Dank also und bis dann. bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.